Moin, ich bin's mal wieder mit einem neuen Video und meinem Erfahrungsbericht zu dem Pamu Slide. Fangen wir an. So, und hier sind wir bei den Pamu Slide. Das sind schon etwas ältere, hochwertige In-Ear-Kopfhörer, die aus einer Indiegogo-Kampagne stammen. Und ich schaue sie mir trotzdem mal an. Ja, und dementsprechend packe ich sie aus, befummel sie und am Ende seht ihr meinen Erfahrungsbericht nach einiger Zeit der Nutzung. Ja, und der Hersteller sagt Folgendes zu den Pamu Slide. Fortschrittliches Pairing, perfekter Sitz und sehr komfortabel, IPX6 wasserresistent, 60 Stunden Akkuverfügbarkeit für unterwegs, satter und kraftvoller Sound und kabelloses Smartphone-Ladegerät. Ja, und nach dem Entfernen des Pappschiebers haben wir einen schicken schwarzen Karton. Im Inneren sehen wir links eine kurze Info vor dem Start und rechts einen Typen, der seine Pamu Slide scheinbar sehr lieb gewonnen hat. Ja. Und nun sehen wir das Ladecase und die In-Ears. Sehr geil präsentiert das Ganze und super schick gemacht. Aber erstmal alles herausgenommen und hier haben wir nun eine Anleitung, unter anderem in Deutsch gehalten, gut übersetzt, ausführlich gemacht und bebildert. Dann die typische Pamu Tasche aus echtem Plastikleder mit Bebänderung. Ja, und das Teil ist sehr praktisch und schützt die Pamu vor Kratzern und so weiter. Hier nun eine Karte mit den Ohrstöpselgrößen und insgesamt haben wir hier 3 Größen und separate, besonders tiefe Stöpsel. Da müsste für jedes Ohr die passende Größe dabei sein. Ja, und hier haben wir die Ohrstöpsel, die mache ich jetzt nicht auf. Dann haben wir hier ein USB-C auf USB-A Kabel mit ca. 35 cm Länge. Nun die In-Ears aus dem Schaumstoffteil herausgenommen, aber erst zum Ladecase und das wirkt massiv und schwer. Es wiegt ca. 124 Gramm ohne In-Ears und der Deckel ist mit einer Art Stoff überzogen. Das fühlt sich richtig gut und wertig an. Ziemlich hochwertig das Ganze. Ein Pamu Schriftzug ist auch aufgedruckt, sehr schick. Und wie der Name Pamu Slide schon aussagt, kann man das Teil aufsliden. Ja, und vorne und an den Seiten des Cases nichts außer einem dunkelblauen mattierten Kunststoff. Der fühlt sich aber richtig hochwertig an. Und rückseitig ist ein Knopf zum Aktivieren des drahtlosen Aufladens eines Smartphones. Das zeige ich euch dann noch später. Und natürlich gibt es den USB-C-Anschluss zum Aufladen des Case. Und an der Unterseite gibt es noch ganz wichtige Infos zum Durchlesen. Ja, und der Slide-Mechanismus funktioniert sehr einfach und bleibt auch offen. Er wirkt auch sehr hochwertig und die Schienen bestehen nebenbei aus Metall und sollten viele Slides aushalten. Praktisches Einhandöffnen geht auch. Sehr gut. Dann mal einen Pamu Slide In-Ear angeschaut und der besteht aus demselben Material wie das Case. Er wirkt hochwertig, hat diverse Mikrolöcher und eine LED verbaut. Außerdem haben wir am Kopf einen Gummimantel für mehr Grip für den sicheren Sitz und zum einfacheren Herausnehmen aus dem Ohr. Am Stiel mit dem Pamu Schriftzug befindet sich die Touchfläche für die Bedienung. Und der In-Ear ist recht kompakt und ein In-Ear wiegt ca. 7 Gramm. Dann beide In-Ears mal in das Ladecase gesteckt und wir sehen rote Lade-LEDs. Und am Ladecase-Deckel sehen wir 3 von 4 Ladestands-LEDs. Die In-Ears lassen sich auch einfach und ohne großes Gefummel herausnehmen. Zum Laden muss man sie aber ab und zu mal doch hineindrücken. Nun werden die Pamu Slide mit einem iPhone 11 Pro gekoppelt, also die In-Ears aus dem Case genommen, Bluetooth aktiviert und da sind sie schon, dann raufgetatscht und gekoppelt und fertig. Ja, und im Menü der In-Ears kann wie immer der Name geändert werden, dann der Gerätetyp ausgewählt werden und sonst gibt es nicht wirklich viel zu sehen. Unter Android gibt es natürlich noch den Akkustand zu sehen und einige andere Kleinigkeiten. Ja, und der erste Eindruck ist sehr gut. Die In-Ears sowie insbesondere das Ladecase wirken sehr hochwertig und gut verarbeitet. Und wie die Soundqualität, der Tragekomfort, auch beim Sporttreiben natürlich, sowie die Akkuleistung und noch einiges mehr sind, seht ihr jetzt im weiteren Verlauf des Videos im Erfahrungsbericht. So, und es ist wieder etwas Zeit vergangen, seitdem ich die Pamu Slide benutze. Ja, und ich bin sehr mit den Slides zufrieden, aber wie immer der Reihe nach. Zum Material, zur Verarbeitung und zum Slide-Mechanismus kann ich sagen, alles passt. Die Qualität ist sehr hochwertig und haptisch echt gut. Und der Slider ist unverwüstlich. Ich habe den Slider zigmal auf und zugeschoben
und er macht keine Probleme und ist auch nicht ausgeleiert oder so. Er hat weiterhin einen sehr angenehmen Widerstand und dasselbe gilt auch für die In-Ears, welche hochwertig und robust sind. Soweit alles okay. Dann direkt zu der Klangqualität und die ist echt gut. Stimmen werden klar und deutlich wiedergegeben und Musik hört sich sehr gut und laut an. Auf hoher Lautstärke scheppert auch nichts großartig, also sehr gut gemacht das Ganze. Ja, und Höhen, Mitten und Tiefen können sehr gut wahrgenommen werden. Bass gibt es auch, der ist aber leider nicht ganz so kräftig. Hier können die Parmus Lite also nicht ganz so herausstechen. Im Großen und Ganzen hören sie sich aber sehr gut an. Dann zum Tragekomfort und ich habe die größten Ohrstöpsel, die dabei sind, benutzt und damit sitzen die Parmus Lite sehr gut in meinen Ohren. Ich bin wie immer mit dem Parmus Lite spazieren gewesen, war joggen und habe noch andere Sportarten gemacht und natürlich habe ich auch noch Podcasts im Bett gehört und sie sitzen sehr gut in meinen Ohren. Sie sind nicht herausgefallen oder so. Natürlich muss man die Parmus Lite bei viel Bewegung trotzdem mal im Ohr justieren bzw. hineindrücken. Das geht jedoch durch die Gummierung und den großen Kopf sehr gut und löste keine Fehlbedienung an der Touchfläche aus. Soweit hier also alles gut. ANC gibt es nebenbei nicht, aber durch den guten Sitz schirmen die Parmus Lite gut ab, sodass man wenig von der Umgebung hört. Dann zur Bedienung und die Touchfläche der Parmus Lite reagiert zügig und präzise auf Berührung. Einmal auf die Touchfläche des linken oder rechten In-Ears drücken, mehrmals drücken oder gedrückt halten, löst dann Aktionen aus, wie zum Beispiel Play Pause, Lieder skippen, den Sprachassistenten aufrufen, Anrufe annehmen oder ablehnen und die Lautstärke regulieren. Insbesondere die Lautstärkeregulierung ist sehr gut gemacht, indem ihr die Touchfläche auf dem rechten In-Ear gedrückt hält, um die Musik lauter und auf dem linken In-Ear, um die Musik leiser zu stellen. Super gemacht. Dann zum Akku und der ist sehr gut. Ich habe so circa 8 Stunden geschafft, was für In-Ears echt verdammt gut ist. Natürlich hängt aber alles von der Lautstärke, der Reichweite zum Abspielgerät und so weiter und so fort ab. Ja, und aufladen konnte ich die Parmus Lite mit dem Ladecase so circa 4 Mal. Man kommt also mit voll aufgeladenen In-Ears und Ladecase richtig weit. Eine Schnellladefunktion gibt es nicht, das hat mich aber jetzt nicht großartig gestört. Ja, und dann hat das Ladecase ja noch die Qi-Ladefunktion, um sein Smartphone aufzuladen. Zweimal auf den hinteren Knopf gedrückt und dann bekommt das Handy Saft. Unterwegs ist solch eine Funktion sehr nützlich, wenn das Smartphone gerade schlapp macht. Und wie ist die Verbindungsqualität? Ganz normaler Bluetooth 5.0 Standard. Sie verbinden sich nach dem Herausnehmen automatisch mit einem zuvor gekoppelten Gerät und ich konnte so circa 10 Meter überbrücken und wenn Betonwände dazwischen kamen, dann brach die Verbindung ab und wenn ich wieder in ausreichender Reichweite war, dann wurde die Verbindung wieder automatisch hergestellt. Soweit alles okay. Telefonieren kann man mit dem Parmus Lite natürlich auch und mein Gegenüber und ich haben uns zu jeder Zeit gut verstanden. Also eine ganz normale gute Standard-Telefonierqualität. Und hier noch kurz eine Testaufnahme mit den Mikros der Parmus Lite. Das ist eine Testaufnahme mit dem Mikrofon der Parmus Lite und ihr könnt euch jetzt einen Eindruck über dessen Qualität machen. Das passt. Dann zur IPX6 Zertifizierung und ich habe die Parmus Lite mit Schweiß und Wasser besudelt und sie funktionieren weiterhin ohne Probleme. Alles okay. Gab es irgendwelche Probleme? Eigentlich nicht, außer einer Kleinigkeit. Ab und zu ist es doch etwas fummelig, die In-Ears herauszunehmen, zumindest den linken, da man den nicht so gut greifen kann. Naja, nicht schlimm, aber war ein bisschen nervig. Ja, und im Grunde wäre es das schon zu dem Parmus Lite. Es sind richtig hochwertige und echt gut klingende In-Ears mit gutem Sitz im Ohr und einem sehr gut gemachten Ladecase. Kombiniert mit fetten Akkus bekommt ihr hier ein richtig tolles Gesamtpaket. Leider gibt es kein ANC, wie bei den Parmo Quiet Mini, die ich vor einiger Zeit getestet habe. Diese hatten aber wiederum ein nicht so cooles und funktionelles Ladecase. Ja, und im Großen und Ganzen finde ich die Parmus Lite besser als die Quiet Mini und kann sie ohne Probleme empfehlen. Auch für den Standardpreis von ca. 79 €, aber insbesondere wenn sie für etwas mehr als 50 € im Angebot sind, dann auf jeden Fall. Und falls ihr das Video irgendwie interessant findet oder irgendwas damit anfangen könnt, dann würde ich mich freuen über einen Daumen hoch und ein Abo. Kommentieren und teilen wäre auch sehr nett. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und sage Tschüss!